Hallo und herzlich willkommen zum 7. Teil unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 7 und wir gucken uns heute einmal das Thema Navigation an und ganz speziell, denn es gibt ja eine ganze Menge von Apps, die im Play Store quasi auf euch warten, wenn ihr unter Wear OS navigieren wollt, aber aus meiner Sicht gibt es eine einzige App, die ist, denke ich zumindest, die App zur Navigation, das ist Google Maps. Dann gibt es noch eine Companion-App von Komoot, die gucken wir uns jetzt nicht genauer an. Wir gehen auf Google Maps und gucken uns an, wie die Navigation so läuft. Ja, aus meiner persönlichen Sicht ist Google Maps quasi die Navigations-App unter Wear OS, also von daher gucken wir uns die jetzt auch an. Ihr könnt per Spracheingabe euer Ziel eingeben, ihr könnt per Tastatur euer Ziel eingeben oder ihr könnt es auf der Karte selektieren. Ihr könnt aber auch durch alle eure bisherigen oder den bisherigen Verlauf und Zuhause und Arbeit und so weiter durchgehen. In den Einstellungen lässt sich eine wichtige Option ändern und das ist das Spiegeln. Also sprich, soll die Navigation sowohl auf dem Smartphone als auch auf der Smartwatch stattfinden oder eben nur auf dem Smartphone bzw. nur auf der Smartwatch. Hat alles Vor- und Nachteile, von daher zeige ich euch gleich auch mal den Unterschied. Wir starten jetzt hier mal rein damit, dass, wenn wir auf der Smartwatch eine Navigation starten, das werden wir gleich tun, das Ganze auf dem Smartphone gespiegelt wird. Ich zeige euch dann im Nachgang aber eben auch, was passiert, wenn ihr eben diese Option deaktiviert. Ansonsten noch die Entfernungseinheiten zu konfigurieren und die Nutzungsbedingungen ist für uns jetzt wahrscheinlich weniger relevant. Beim ersten Start müsst ihr natürlich den Standort aktivieren. Jetzt seht ihr hier, der Bildschirm bleibt schwarz. Das kann sein, wenn ihr zum Beispiel kein Internet gerade habt oder die Verbindung mit dem Telefon nicht gut genug ist. In dem Fall ist es jetzt hier auch so. Die Uhr ist jetzt gerade irgendwie nicht richtig mit dem Telefon verbunden gewesen. Ich weiß gar nicht ganz genau, woran es gelegen hat. Aber dann einfach nochmal kurz neu starten die App oder gucken, ob die Verbindung passt und dann geht's auch. Und ihr seht hier, 2 Minuten später funktioniert das Ganze dann. Das ist halt einfach der Umstand, wenn kein Internet zur Verfügung steht. Grundsätzlich könnt ihr auf der Karte wie auf eurem Telefon auch so ein bisschen hin und her scrollen, euch reinzoomen und so weiter und so fort. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut. Hier rechts dann natürlich immer den aktuellen Standort. Links könnt ihr die Kartennavigation beenden. Also das muss man wirklich sagen, ist eigentlich schon dafür, dass wir hier auf einer Smartwatch unterwegs sind, eine gute Geschichte. Jetzt starten wir aber mal eine Navigation, damit ihr so ein bisschen seht, wie das Ganze auch aussieht. Wir laufen jetzt natürlich nicht, weil wir in meinem Büro sind, aber vom Grundsatz her funktioniert das natürlich auch alles wie auf dem Telefon. Wir nehmen jetzt den Kölner Dom und ihr seht hier, dass nicht nur das Ziel angezeigt wird, sondern auch die Bewertungen, die konkrete Adresse, ob das Ganze geöffnet hat und so weiter und so fort. Das war ja in der Vergangenheit bei Google Maps auch unter Wear OS nicht immer so. Jetzt ist das aber mit drin und ihr seht hier auch nochmal einen Ausschnitt, wo konkret sich die Adresse befindet. Also das finde ich, ist mittlerweile wirklich ganz gut gelöst. Und ihr könnt hier halt jetzt oben angeben, wie ihr denn zu eurem Ziel gelangen wollt. Das sind ja die Optionen, die ihr wahrscheinlich auch von eurem Telefon kennt. Wir gehen jetzt mal auf Fahrrad und dann sehen wir hier, dass jetzt die Navigation schon beginnt. Und ihr hört es jetzt zwar nicht, aber im Hintergrund wird auf dem Telefon jetzt gerade angesagt, was wir als nächstes tun müssen. Und das ist halt der entscheidende Unterschied. Jetzt findet die Navigation im Wesentlichen über das Telefon statt. Also die Sprachanweisungen kommen auch übers Telefon. Hier bekommt ihr halt eine Kartenansicht und auch Richtungspfeile, aber eben keine Sprachanweisungen über die Uhr. Ich weiß, dass das für den einen oder anderen ein relevantes Thema ist, denn zum Beispiel, wenn man das Telefon, weiß ich, irgendwo im Kofferraum hat oder was weiß ich, keine Ahnung, was für Beispiele sonst noch möglich sind, dann kann das natürlich ein Thema sein. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen einmal das Spiegeln raus. Hatte ich euch vorhin schon gesagt. Spiegeln bedeutet, dass dann quasi auch Google Maps auf eurem Telefon gestartet wird und ihr damit dann die Navigation sowohl auf Telefon als auch auf Uhr durchführt. Jetzt machen wir es mal umgekehrt oder beziehungsweise anders. Wir nehmen jetzt nur die Navigation auf der Uhr. Gleiches Prozedere. Wir nehmen wieder Fahrrad und jetzt seht ihr hier einen kleinen, aber feinen Unterschied und vielleicht seht ihr den auch nicht, deswegen hole ich die Uhr jetzt mal ein bisschen näher ran und zeige euch mal, was das Ganze denn heißt. Ihr seht schon hier, die Anzeige ist etwas umgestellt und hier rechts oben seht ihr diesen kleinen, sieht man es? Es stellt irgendwie jetzt nicht scharf. So, jetzt sehen wir es, da ist ein kleiner Lautsprecher und das bedeutet, dass jetzt die Navigationsanweisungen tatsächlich aus der Uhr kommen. Die kommen jetzt nicht mehr über euer Telefon, sprich, wenn ihr die Uhr am Handgelenk habt, kommen jetzt die Anweisungen darüber. Es gibt auch einen kleinen Vibrationsalarm, also wenn ihr die Richtung wechseln müsst, dann gibt es eine Vibrationsinformation. Also von daher, das funktioniert tatsächlich mittlerweile auch ohne Telefon bzw. ohne direkte Telefonverbindung. Ihr braucht natürlich Internet dafür, deswegen ist das immer so ein bisschen in Gänsefüßchen zu sehen.
Ja, eine Sache, die tatsächlich auch bei der Samsung Galaxy Watch 7 wieder fehlt und ich kann mir nicht erschließen, warum man das bei Samsung rausgenommen hat, ist die Möglichkeit, mit GPX-Dateien zu arbeiten. Bei der Samsung Galaxy Watch 5 Pro war es noch so, ihr habt die Möglichkeit, sowohl Trackback, also das Zurückführen zu einem ursprünglichen Standort, als auch noch fast wichtiger aus meiner Sicht, GPX-Dateien zu verarbeiten. Sprich, wenn ihr eine Wanderroute habt, die als GPX-Datei vorliegt, dann könnt ihr die hier als Ziel definieren. Seht ihr hier unten auch nochmal, das ist die Beispiel-GPX-Datei, die ich da mal hochgeladen habe. Und ihr könnt euch jetzt quasi anhand dieser GPX-Datei quasi navigieren lassen. Das, und ich nehme es mal vorweg, denn jetzt tauschen wir mal die Uhren, das funktioniert bei der Samsung Galaxy Watch 7 weiterhin nicht. Hat auch schon bei der Samsung Galaxy Watch 6 nicht funktioniert, deswegen ist es keine große Neuigkeit, aber es funktioniert halt weiterhin nicht und das wollte ich euch nur noch mal gesagt haben. Wer auf GPX-Dateien setzen möchte, der braucht die Samsung Galaxy Watch 5 Pro weiterhin, kann natürlich hier die normalen Navigationsdinge nehmen, wie Entfernung, Dauer und so weiter und so fort. Kann aber eben tatsächlich nicht mit GPX navigieren und braucht dafür die etwas dickere Uhr. Ich weiß nicht, ob es am Akku liegt oder wie auch immer. Keine Ahnung, was sich Samsung dabei gedacht hat. Es funktioniert auf jeden Fall nicht, beziehungsweise das Feature ist einfach schlichtweg nicht vorhanden. Was aber jetzt neu vorhanden ist, ist eine verbesserte GPS-Erkennung. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass das im ganz kleinen Nahbereich, also wenn wir wirklich über wenige Meter sprechen, durchaus dazu führt, oder diese neue Dual-GPS sozusagen, dass das dazu führt, dass quasi die Erkennung noch ein bisschen genauer ist. Um ganz ehrlich zu sein, im alltäglichen Nutzen merke ich keinen Unterschied. Wenn man ganz genau reingeht, dann merkt man vielleicht kleinen Unterschied. Gut, wer noch Fragen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare, denn das soll schon gewesen sein zur Navigation. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen und das sage ich am Ende immer. Alexa, Kamera aus. Okay.